Ergonomie, eines meiner Lieblingsthemen in Bezug auf Autos, weil das ist ganz wichtig für die aktive Fahrsicherheit, dass man vernünftig sitzt in so einem Auto. Und ich will ein bisschen was erzählen über die Unterschiede und die Möglichkeiten, die man da hat, Dinge zu verbessern. Hier haben wir jetzt einfach mal ein Serienauto, da setze ich mich einfach mal rein. Machen wir den Sitz ganz zurück, dass wir eine Ausgangsbasis haben. So, und dann gucken wir uns das einfach mal an. Also, wenn du optimal sitzen willst in so einem Auto, muss es so sein, dass der Sitz, die Sitzfläche so weit vor ist, dass wenn das Kupplungspedal durchgetreten ist, dass das Knie noch angewinkelt ist. Das nächste Essentielle ist die Lenkradposition. Normalerweise sagt man, wenn die Handwurzel auf dem Lenkrad liegt, muss der Ellbogen noch angewinkelt sein. Das ist jetzt hier sogar zu wenig. Das mache ich mal korrekt und ich erkläre auch gleich warum. So würde ich jetzt optimal in dem Auto sitzen. Denn das Thema ist folgendes: Wenn du jetzt um eine Kurve fährst, also man hat das Lenkrad immer auf der Viertel vor 3 Stellung und du fährst so eine Kurve, das war natürlich clever, den Schlüssel abzuziehen. So, also Handwurzel soll auf dem Lenkrad aufliegen und der Ellbogen soll noch angewinkelt sein. Gurt muss natürlich auch passen, deswegen nehmen wir den auch gerade mal. So, und den zieht man auch fest. So, und wenn du jetzt durch eine Rechtskurve fährst und dein Heck würde dir ausbrechen, dann geht es ja darum, dass du auf dieser Viertel vor 3 Stellung möglichst schnell reagieren kannst und kommst möglichst schnell rum zum Gegenlenken. Das ist nur so möglich in dieser Stellung. Denn wenn das Lenkrad zu weit weg ist, das machen wir auch gleich, dann musst du mit der Schulter aus dem Sitz raus und dann bist du schon zu langsam beim Gegenlenken. Jetzt machen wir das nochmal so, wie man das gemütlicher einstellen würde. So, dann sitzt du so hier drin und dann hast du nämlich exakt das Problem, hier hast du überhaupt keine Kraft mehr. Und dann bist du einfach viel zu langsam. Ja, das nächste Thema ist, wenn du das Auto aktiv bewegen willst und vor allen Dingen auch materialschonend zügig bewegen willst, brauchst du zum Beispiel zum Runterschalten Zwischengas. Wenn du jetzt hier eine korrekte Sitzstellung hast, dann merkst du, das ist nahezu gar nicht möglich, weil du musst deinen Fuß verdrehen, ne? Und stößt hier oben schon mal am Lenkrad an. Ne? Das funktioniert halt alles nicht. Also von daher ist das natürlich mit einer Standard-Ergonomie schwer zu machen. Ne? Die meisten brauchen das auch nicht und fahren auch nicht so, aber in einem Serienauto muss das natürlich alles so sein, weil du die ganze Bandbreite der Größen abbilden musst. Also ich bin jetzt zum Beispiel 1,85 groß mit relativ langen Beinen. Damit da irgendwie eine Einstellung funktioniert, jetzt für meine Beine müsste ich sogar noch weiter nach hinten und dann wird das Verhältnis immer ungünstiger. Das merkst du schon, ich kriege das gar nicht mehr rum, weil ich gar nicht genug Kraft habe. Ne? So. Und von daher ist das hier immer kompromissbehaftet. Wählst du eine korrekte Sitzstellung, so hockst du halt keine 5 Stunden in einem Auto. Ja, das geht halt einfach nicht. Ja. Das ist viel zu unbequem. Du hast so eine ganz steife Haltung und änderst du das natürlich, was kompromissbehaftet ist. Hier haben wir eine kompromisslos angepasste Ergonomie ans Fahren. Wenn du Rennstrecke fährst, dann darfst du im Auto nicht mit Sitzen beschäftigt sein, weil du willst fahren. Also das heißt, es muss alles am richtigen Platz sein, du musst dich nicht festhalten dürfen du musst einfach sitzen und du bist angeschnallt und es ist alles fertig und du drehst einfach nur das Lenkrad, bedienst die Pedale und einen Schalthebel. Und hier sieht man jetzt genau gleich, wie eine angepasste Ergonomie für mich als Fahrer zum Beispiel mit 1,85 und relativ langen Beinen aussehen muss, damit das 100%ig passt. So, um das Thema von eben wieder aufzugreifen, du sitzt in deinem Sitz, die Handwurzel liegt auf, dein Ellbogen ist geknickt, ja, und hier kannst du halt wunderbar reagieren.
So, du lenkst halt ein und du siehst hier, das ist überhaupt kein Problem. Ich drehe das halt 180 Grad und bin halt ganz schnell wieder zurück. So, und dann geht das wunderbar, wenn du so ein Auto einfach schnell bewegen musst. Sitz passt halt hundertprozentig, ja. Ist halt für mich gemacht. Hier haben wir Folgendes gemacht. Wir haben auch einen Schalthebel verwendet vom RS. Der verkürzt die Schalthebel, aber das ist eigentlich nicht das Essentielle, sondern der ist einfach einen Ticken höher. Dass die Wege auch nicht so weit werden, weil du willst das ja alles schnell bedienen und präzise. So, Pedalerie haben wir jetzt hier ein ganz Riesenthema. Es ist halt für mich angepasst, ich drehe die Kupplung durch, Bein ist noch angewinkelt und ich bin aber so weit weg von der Pedalerie, dass ich hier ganz wunderbar mein Zwischengas geben kann, ja, und habe hier Raum zum Arbeiten und es passt einfach. Lenkrad ist extrem verlängert worden natürlich, damit ich eben so weit nach hinten komme und die Pedalerie vernünftig bewegen kann, ist natürlich für die Straße nicht zu machen. Ja. Auch Ein- und Aussteigen ist halt einfach grausam. Ja. Damit du hier vernünftig ein- und aussteigen kannst, nimmst du am besten das Lenkrad ab. Es geht auch ohne, so, aber das ist für ein Straßenauto nicht umsetzbar. Das wird jeden Tag so nerven, da fährt man nicht mit. Ja. So, Lenkrad ab und dann raus. Was man hier gut sehen kann, das ist mein eigenes Auto und das habe ich für mich angepasst. In Bezug auf die Ergonomie so, dass das Auto für mich passt. Die Sachen, die ich wollte vernünftig drin sitzen, das Auto gegebenenfalls dynamisch bewegen können, aber ich wollte Alltagsqualität und vor allen Dingen Reisequalität. Das heißt, ich möchte mit dem Auto 5 Stunden irgendwo hinfahren, ohne dass das für mich ermüdend ist. So, der erste lange Weg war, schon einen Sitz zu finden, der meinen Ansprüchen da genügt hat. Und da habe ich sehr lange gesucht und habe irgendwann einen Recaro CS-Sitz entdeckt, die aber in der Regel auf der Sitzfläche auch noch mit Erhöhungen versehen sind, was natürlich unwahrscheinlich nervt beim täglichen Ein- und Aussteigen und in Bezug auf Reisekomfort. Und dann gab es bei Recaro den als auch in der CS-Variante unten flach. Und das habe ich dann hier verwendet. So, Lenkrad sieht man, ist auch ein geschüsseltes verbaut, aber nicht ganz so extrem tief. Damit das für den Alltagsbetrieb eben geht, ja, und wenigstens halbwegs zugelassen ist. Und was man hier gut erkennen kann, das Auto ist für mich halt gemacht. Pedal durchgetreten, Knie ist angewinkelt, Bremse kann ich treten, Zwischengas kann ich geben und ich habe hier auch noch Raum. Es ist auch hier von der Lenkergonomie so, dass das halt funktioniert. Ja. Der Seitenhalt von den Sitzen ist auch relativ vernünftig. Natürlich nicht so wie bei einem Schalensitz, ja, aber einfach angemessen für die Nutzung. Was hier die Besonderheit ist, ich habe mir den Schalthebel angepasst. Und zwar bin ich hingegangen und habe einen RS-Schalthebel verwendet mit einer Schaltwegverkürzung. Mir war die Schaltwegverkürzung aber egal. Ich habe das einfach genutzt, um den zu verlängern, damit er einfach hier ergonomisch günstiger steht. So, ich habe den gleichen Schaltweg wie in einem Serienauto, aber einfach auf einer anderen Höhe. Was es einfach sehr angenehm macht. Und mit dem Auto fahre ich halt zwar nicht jeden Tag im Alltag, aber häufig und mache auch ziemlich viel Touren. Also das ist halt einfach angenehm. Damit fährst du halt, keine Ahnung, einen Tag durch die Alpen, 450 Kilometer und bist 8 Stunden unterwegs und das ist alles wunderbar. Die Quintessenz ist die neben dem ganzen Originalfetischismus, was ich auch verstehen kann, dass ich der Meinung bin, für mich mache ich mir mein Auto für mich passend.
Das soll nicht sitzen wie ein guter Anzug, sondern wie ein Maßanzug. Also finde ich, kann man da gewisse Dinge ändern. Die Philosophien sind da verschieden. Und es ist ja auch ganz klar, dass alles, was wir hier treiben oder wenn man so alte Autos fährt, dass das ein Schwachsinn ist. Das braucht kein Mensch. Ja? Und da kann jeder seine eigene Philosophie haben. Der eine will es komplett original und möchte tolle Historie haben. Die anderen wollen irgendwelche ganz wilden Umbauten, was nicht meine Welt ist. So, und ich mag halt, wie sagt man so schön, slightly modificated cars. Also Autos, die geändert sind, sodass das einfach Freude macht.